Freunde, wie ihr seht, bin ich an einem großen Fluss. Das ist der Amazonas. Sieht aus wie Meer, aber ist kein Meer. Nein, Spaß. Ah ja, und übrigens ist das der Pazifische Ozean. Just a prank. Gott, ich muss diese Scheiße rausschneiden. Ein kleines Update. Also, momentan bin ich in Puerto Lopez und chill ein bisschen. Momentan, also, hat es mich jetzt nicht so überzeugt, Ecuador. Es wurden mir halt sehr viele Steine in den Weg gelegt, aber es wurde halt immer komplexer. Ich wollte in den Dschungel gehen, aber es geht nicht. Du kannst Touren machen, aber ich hasse diese Touren, weil diese Touren ist halt... Da ist ein Frosch, fotografiert. Da vorne ist ein Wald, schön fotografiert. Das war, und jetzt noch mit ein paar Indianern bemalt ihr euch gegenseitig und es ist wunderschön. Das ist halt nicht so mein Ding. Ich will halt selber reingehen, ich will die Natur fühlen. Wenn ich einen Baum finde, der mich interessiert, bleibe ich halt auch länger da. Was ich meine, darum mag ich halt diese ganzen Touren nicht. Das Problem war, wie gesagt, erstmal war ich in der Farm gewesen. Man konnte aber nicht richtig in den Dschungel reingehen, weil es eigentlich kein Dschungel war, sondern überall Farmgebiet. Ein paar Wälder waren da, aber die gehörten immer jemandem. Und das Problem ist, dass wenn man da ohne Erlaubnis reingeht, kann es Probleme geben. Plus dazu sind die halt sehr oft betrunken und haben auch alle Gewehre und sind bewaffnet bis auf die Zähne. Bis auf die Zähne oder bis die Zähne gewaffnet? Irgendwie sowas in der Art. Und dafür, dass ich keine Lust hatte, irgendwie abgeknallt zu werden, habe ich mir halt gedacht, oh, warte mal. Das habe ich nie gefunden. Und ich bin übrigens hier gerade auf Müllpatrouille, weil ich jeden Tag ein bisschen den Strand hier sauber mache. Einer muss es machen. Und das bin ich. Na, jetzt mein nächster Punkt ist Leticia in Kolumbien. Und ich war ja schon froh, wenn ich in Amazonas reingehen kann. Diesmal bin ich im Amazonas drinne. Ich habe den Fluss Amazonas mit den geliebten Penisfischen. Und ich kann sogar in den Fluss reingehen. Und mein Job ist es, Übersetzer für Englisch und Deutsch. Übersetzer für Englisch und Deutsch zu sein, für Leute, die Touren in den Amazonas machen. Das heißt, ich kann meine Videos dort machen, ich kann mein Survival dort machen. Ich lerne auch eine Menge dazu, weil der Plan ist ja irgendwann selber Touren, aber mehr Touren anzubieten, aber mehr Richtung Survival und wirklich nicht dahin zu gehen, wo alle Touristen sind, sondern wirklich Natur fühlen. Genau, danach geht es entweder nach Costa Rica oder gleich nach Argentinien. Weil ich mir vielleicht in Argentinien was aufbauen will, ich weiß es nicht. Mal gucken, was das Leben so treibt. Und vielleicht werde ich ja irgendwo zwangsverheiratet. Dann habe ich gleich das für die Papiere. Ne, wie gesagt, spezielle Orte zu zeigen, die halt nicht jeder kennt. Ja, das ist halt der Plan. Eine Tüte, die ich aufheben muss. Einen Moment bitte. Ein Wahlkondom. Es ist ein Wahlkondom. Muss ich besser sagen. Genau, Leticia ist der letzte Anhaltepunkt. Ja, und ja, heute ist scheiß Wetter, darum ist die Qualität auch nicht scheiße vom Video. Ich muss mich schon mal entschuldigen. Tüte aufheben. Ja, Urlaub in der Natur. Aber alles verdrecken, das ist immer das Liebste. Und nochmal. So, natürlich, wenn ich fertig aufgenommen habe, werfe ich das alles wieder ins Meer, weißt du, ich meine? Trink nur was und werfe es auch ins Meer. Das ist natürlich nur für YouTube, dass die Leute denken, wow, der ist für die Umwelt und sowas. Aber eigentlich, weißt du, ich meine? Meine Meinung ist... Die Natur hat mit dem Kampf ums Überleben angefangen und jetzt will sie sich verdrücken, weil sie verliert. Da kann ich nur sagen, sie hat's nicht anders verdient. Schon wieder was, Junge, ich will kotzen. Was für ein Dreck, Digga. Wir wollen Urlaub machen in einem schönen paradiesischen Ort, wir wollen alles auf den Boden werfen. Wenn jeder seine Sachen wegräumen würde, hätten wir dieses Problem nicht. Weil jeder den Scheiß irgendwo hinwerfen will und keinen Bock hat zu tragen. Und Guyana wird wahrscheinlich verschoben. Das Problem bei Guyana ist, wenn ich nach Guyana will, muss ich über Venezuela rüber. Mit dem Bus. Und da, wo jeder weiß, oder einiges wissen, Venezuela gibt es halt gerade eine Krise. Stellvertreterkrieg, sagt man auch dazu. Da gibt es gerade eine Krise. Und wenn du da reingehst, also ich habe einen Kollegen, der in Venezuela war, da wirst du jede 20 Kilometer kontrolliert von der Polizei, also vom Militär. Und dann wollen die dich durchsuchen, dann probieren dich zu überreden, dass du den Geld bezahlst, was angeblich Pflicht ist, was aber nicht ist. Und ich habe auch keinen Bock, über die Tüte aufheben. Aber ich habe auch keinen Bock, da mit mir zu diskutieren, dass mich dann durchlassen und bla bla bla. Plus dazu musst du halt immer aufpassen auf deine Taschen, weil jeder da raubt und klaut. Im Moment dann, den Leuten geht es halt schlecht, weil immer wieder Stromausfälle sind, weil es immer wieder Hackerangriffe gibt auf die Stromversorgung. Ich will keine Schuldigen nennen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja. Und darum wird Guyana erstmal verschoben. Genau, und dann umso näher man zu Guyana kommt, umso mehr kommen dann die Sicarios und sowas und das ist dann wieder
kriminelle Strukturen und da gibt es am Ende nur Probleme und wenn die dich abziehen wollen, ziehen die dich ab und das ist dir scheißegal. Und da mein Arm jetzt gerade müde wird und ich nicht mehr kann, ich kann nicht mehr. Also Leute, dann haut rein und auf Instagram bin ich aktiv, liken, ach, leg mir auf den Sack, Junge. Haut rein. Daher, das ist das, was ich gefunden habe heute. Bis jetzt, es geht noch weiter. Es geht noch weiter.